Ja, okay. Jetzt ist gut. Okay. So, ich hoffe, alle haben den Artikel gelesen. Ich habe versucht, dieses Mal ganz wichtig zu finden, ein Artikel, das wir alle lesen können. Das war gut genügend und klar genügend geschrieben. Und das hat eine klinische Bedeutung. Und die klinische Bedeutung wäre mir am wichtigsten, weil wir alle haben sehr viel Forschung gelesen und am Ende wir sagen, oh, okay, okay, es hat nichts mit mir zu tun im täglichen Leben mit meinen Klienten. Aber ich glaube, dieser Artikel eigentlich hat viel zu tun und hat eine klinische Bedeutung. Und das Interessante ist natürlich, dass zwei von den Autoren sind Jim Gordon, und Jim Gordon ist die Jim Gordon von Motor Learning, und Carolee Winstein. So, ich denke vielleicht, das ist ein von diesen Gründen, plus die haben alle sehr viele Studenten und mit ihren Studenten sicher haben die diese Forschung durchgeführt. Ja, so der Name war Adaptive Control is Reversed, verkehrt, zwischen den Händen nach Linkshemisphere Stroke und verloren als Folge des Rechtshemisphere Stroke. Das war für mich so oder so ganz interessant, weil wir haben uns alle angenommen, dass wir alles richtig machen, und weil alle 5 Körpersegmenten sind auf beide Hemisphäre, dann wir sollten beispielsweise die Ergebnis kriegen mit unserem Eingriff von beider Seiten. Das macht nicht, welche Seite es war. Wir wissen von der Forschung in die Excite-Projekt, dass die Ergebnisse für Leute, das sind auf die dominante Seite betroffen, war anders als die von der nicht-dominant. Aber es war nicht bezogen direkt auf rechts und links, sondern es war sein dominante Hand oder sein nicht-dominante Hand. Aber hier ist das Ganze anders und ein bisschen klarer zu finden. So, der erste natürlich, dass sie sagen ist, ja, wir lieben es, dass wir haben eine Möglichkeit zum uns adaptieren mit Training. Okay? Und das selbst war so merkwürdig, aber in Lisa, die haben für diese Forschung, die haben verglichen, was passiert, wenn eine Läsion ist in der Linkshemisphäre oder wenn die Läsion ist in der Rechtshemisphäre, ist die Ergebnis gleich. Und die haben auch, was ich habe auch sehr gut gefunden und für uns ist sehr viel Bedeutung, einen Vergleich gemacht mit bilateral und unilateral. Aber wichtig hier war, die haben nur Leute, das war rechtsdominant gebraucht. Okay, als ihre Referenzpunkt. Und das ist sehr wichtig, weil die haben nicht geschaut, ob, wenn jemand war linksdominant, ist das alles wieder gleich. Wir können nur hypothesieren, dass es gleich ist, aber vielleicht nicht. Weißt du? Weil viele Leute, das sind Linkshänder, brauchen beide Hände. Häufigste. Nicht so, als man sagt, super rechtsdominant. Ich erinnere das von meiner Mutter. Sie hat ihren Arm vielfach gebrochen, wie es alles beschrieben ist in der Forschung. Sie ist es mit, und das ist die höchste Ebene, wo man fällt wo man hinunterfällt, ist nicht nur in der WC, aber beim Spazieren mit dem Hund. Meine Mutter hat ihren Arm 3-mal gebrochen bei Spazieren mit dem Hund. Sie war rechtsdominant und sie konnte absolut am Anfang nichts machen. Nichts machen mit ihrer rechten Hand. Sie konnte kein Sandwich am Anfang machen. Ihre BH konnte sie nicht organisieren, nichts mit der rechten Hand. Und das war kein Schlaganfall, aber man hat gesehen, wie stark dominant die rechte Seite ist. Und jetzt haben sie nur rechtsdominant gebraucht. Wer hat ihre Hand gehoben? Willst du was sagen? Jemand hier unten sagt, will etwas sagen. Nobody? Okay. Du kannst mich hören, right? Okay. Und so, ich denke, das Interessante ist, dass sie haben das mit Joystick gemacht, entweder mit beiden Händen zu einem optischen Ziel oder ein physisches Ziel, ein richtiges Ziel. Und die haben das mit beiden Händen und mit einer Hand
auch gemacht. Und für mich war das wichtigste Merkmal, dass sie haben dann gesagt ist, dass wenn es war mit 2 Händen, dass das Zentralnervensystem hat ein Problem, ein Paradox, weil die kriegen Input von beiden Händen. Dann müssen sie wissen, welche macht den Fehler. Weil der erste Ding, das passiert ist, man muss wissen, welche Seite macht den Fehler und welche Seite sollte sich kompensieren. Und die brauchen das Wort Kompensation als Neulernen, adaptieren, nicht kompensieren, oh, das ist schlecht, es übernimmt die Arbeit von einer anderen Seite, sondern kompensieren in diesem Sinn ist gebraucht als adaptieren, sich verändern, so weniger Fehler machen. Okay? Und so für die, es macht nicht aus, welche Hand erreicht das Ziel, aber dass das Ziel ist erreicht. Okay? Und das ist für mich ganz ein wichtiger Punkt hier. Okay? Was noch? So, der erste Ding in dieser Forschung ist, die haben immer gemerkt, dass das Zentralnervensystem merkt, welche Seite macht den Fehler. Und dann können sie merken, welche Seite adaptiert oder hier kompensiert. Okay, welche Seite versucht die Fehler zu vermindern? Ist das betroffene Seite? Okay, oder war was wir nennen, die nicht betroffene Seite? Und ich denke hier, das war ein ganz interessanter Teil, so oder so. Ich bin sicher, viele von euch haben Klienten, wir haben bilateral gemacht bis Ende von der Zeit und die Veränderungen sehen aus, oh, der Klient hat gelernt, bilateral zu machen, aber sobald es die machen es einzeln, nur mit einer Hand, man hat das Gefühl, dass die betroffene Seite hat nichts gelernt. Und dann der Klient macht nicht bilateral. Okay? Gut, wann die betroffene Seite war nicht dominant. Okay. So, das Wichtigste hier war, und ich denke, das war für mich insgesamt gesehen, und nachher wird Sandra über die Durchführung von der Forschung, okay, die verschiedenen Teile. Aber gesamt gesehen, wenn eine Person hat eine Läsion rechts, war betroffen links. You are about to raise your hand. What is that? Is it me? Hat irgendjemand die Hand gehoben? Oh, ich glaube, mein You are raising your hand and the computer thinks you want to talk. And I thought somebody else wanted to talk. Does somebody want to talk now? Sure. Okay, I'm raising my hand lower. Okay. The point is, wann ich habe eine Läsion rechts und links ist betroffen, aber ich bin rechts dominant. Die Folge ist, ich brauche meine rechte Hand bisher immer und ich bin optimaler und besser mit der rechten Hand und der linke Hand, ja, vielleicht hilft es bei bilateral, aber in der Endeffekt nichts verändert sich. Es macht immer noch die gleichen Probleme. Okay? Now, und hier, das ist das Wichtigste, das ist eine Läsion rechts. Wenn die Läsion war links, meine dominante Hand ist betroffen. Meine dominante Hand, Läsion links, hat auch nichts gelernt, hat weiterhin Fehler gemacht, aber die linke hat übernommen. Das war auch ein ganz interessanter Teil davon. Dass in der Endeffekt der rechte hat Kontrolle, in der Frontoparietal-Lappen hat Kontrolle über spatial, like reaching, spatial Merkmals, okay? So für mich, das war ganz ein interessanter Teil. So skilled movement ist dominant rechte Hemisphäre. So the linke, wenn der rechte Hemisphäre war involviert, der linke kriegt kein Merkmal, was soll machen, hat Schwierigkeit, macht immer noch Fehler, hat Schwierigkeit zu besser werden. Wenn die Läsion war links, rechte dominant, okay, rechte betroffen, dann das Interessante ist, dass die linke Hand kann besser werden und übernimmt. Okay? Wenn der rechte war nicht betroffen, der rechte hat übernommen.
Es war dominant rechts, rechts hat übernommen und war immer noch besser. So, ich denke, das ist ein von den interessanten Teilen dabei. Okay, so rechte Hand dominant, recht hemisphere stroke, rechts becomes used, okay? You use the hand you can use, and as far the dominant, du brauchst das immer noch. Who could that be? Immer noch, immer besser werden. Das ist die andere Seite von der wenn der linke ist ein nicht dominant. Und der linke ist, was du hast noch. Das heißt, link Hemisphäre, rechts poetisch, ich brauche mein linke die ganze Zeit. Und es lernt mehr, weil der Rechts ist immer noch intakt und gibt es Informationen, wie sollte sich korrigieren. Und das habe ich ganz interessant gefunden. Ich denke, das hat viel zu tun mit, was wir klinisch nachher machen. Die Seite, wenn der Hemisphäre rechts hat die Läsion, dann muss man sich überlegen, brauche ich unilateral Aktivitäten am meisten oder mache ich bilateral Aktivitäten am meisten. Das ist, wo die Richtlinie führt. Now, ich denke, dass wir sollen, bevor wir gehen weiter, erlauben Sandra zu erklären, wie die haben die Forschung durchgeführt. Okay. Also ich erkläre es so, wie ich es verstanden habe. Wenn es wer anders verstanden hat, seid ihr herzlich eingeladen, in die Diskussion einzusteigen. Gut, also im Prinzip, das Prinzip hat die Susan ja schon erklärt. Und Sie haben eben ja erklärt in dem Artikel, dass es prinzipiell ja schon diese ersten Hinweise aus Studien darauf gibt, dass diese Fähigkeit zur Anpassung, also dieses Herausfinden, welche Hand mehr Fehler macht und also auch mehr Fehler korrigieren muss, hat vermutlich eine Lokalisation rechts frontoparietal. Das ist so eine Vermutung gewesen. Und Sie haben eben ein bisschen sich die Aufgabe gemacht, das zu testen, ob das stimmt. Also haben Sie 3 Hypothesen erstellt, die Sie durch die Tests, also quasi testen wollten, also herausfinden wollten, welche der Hypothese stimmt. Die Nullhypothese war, dass es durch den Schlaganfall sich nicht groß was verändert, die Flexibilität bleibt. Das heißt, mein Gehirn kann, egal ob links- oder rechtshändig der Infarkt ist, herausfinden, das ist die schlechtere Seite und die kompensiert dann mehr, um diese Mehrfehler quasi wieder gutzustellen. Das ist die Nullhypothese. Das heißt, die Zuordnung, die Erkennung von den Fehlern ist flexibel und egal, ob ich links oder rechts das Problem habe, ich kann es nach wie vor kompensieren. Die alternative Hypothese ist, dass es eine Lokalisation gibt. Das heißt, wenn ich linksseitig den Schlaganfall habe und aber das rechts lokalisiert ist, sollte diese Zuordnung noch funktionieren. Wenn ich aber rechtsseitig einen Schlaganfall habe, sollte ja eigentlich diese Kompensation wegfallen, weil dann ja theoretisch das nicht mehr festgestellt werden kann, welche Seite mehr Fehler macht und dann kann auch die Fehlerkorrektur natürlich nicht mehr stattfinden. Also müsste von dem her ein Unterschied sein, ob ich links- oder rechtshändig einen Schlaganfall habe, weil entweder kann es stattfinden oder es wird dann nicht mehr ausgeglichen, der Fehler. Und die dritte Hypothese ist, dass es durch einen Schlaganfall einfach so ist, dass egal ob links- oder rechtshändig, durch die Parese keine Fehlerkorrektur mehr stattfinden kann, weil die Motorik einfach so reduziert ist. Das heißt, dann würde es wieder nicht mit Lokalisation zusammenhängen, sondern ich kann keine Korrektur von mehr Fehlern mehr machen, egal ob links oder rechts, weil einfach ein Unterschied, also weil einfach die Parese, die Schwäche zu stark ist. Das würde also an der Motorik liegen und nicht am Erkennen von einer Seite macht mehr Fehler und das korrigiere ich. Sind wir so weit auf einem Nenner alle? Mit den Hypothesen? Okay, gut. Um Ihre Hypothese zu testen, haben Sie dieses Setting aufgebaut. Also ihr habt das ja abgebildet in der Studie gesehen, von oben diese Vogelansicht, wo jemand sitzt vor einem Bildschirm und er hat ja entweder dann einen Cursor in der Hand, also in beiden Händen, oder es gibt 2 Cursor. Und Sie haben zuerst das Ganze mit Gesunden getestet. Da hatten Sie 20 Gesunde, die etwa um die 27 Jahre alt waren. Also die waren deutlich jünger als die mit dem Schlaganfall, aber ich denke, es ist nicht relevant jetzt für die Durchführung dieser Studie. Und die haben Sie die Bewegungen durchführen gelassen. Also einerseits entweder mit beiden Händen
rechts gleichzeitig die Bewegung durchzuführen. Und sie haben es eben so auf, die Startposition sichtbar ist und dann ist das Ziel sichtbar, also wo sie hingehören. Es ist keine Route sichtbar. Und dann gibt es einen Spiegel davor, der so eine gewisse Art von Durchsichtigkeit hat. Der hat bezweckt, dass die Teilnehmer ihre Hände nicht sehen konnten. Das heißt, dadurch hat dieser visuelle Clou gefehlt. Die Hände waren nicht sichtbar, sondern du hast nur einen kleinen Cursor, für wo deine Hand ist am Bildschirm gehabt. Und das auch nur zu Beginn von der Aktivität. Während der Aktivität ist dann dieser Cursor weggefallen und sie haben nur noch das Ziel gesehen. Und wenn sie dann beim Ziel angekommen sind, haben sie wieder ihren Cursor gesehen, damit sie so quasi eine Ergebniskorrektur für sich selber durchführen können. Das heißt, da ist dieser Bildschirm vor Ihnen, dann noch ein Spiegel, der macht, dass Sie Ihre eigenen Hände am Cursor nicht mehr sehen können, damit Sie quasi da diesen einen Faktor rausnehmen und wirklich sich auf die Motorik konzentrieren können. Und dann haben Sie eben nur am Anfang gesehen, hier ist Ihre Startposition. Wenn Sie begonnen haben zu bewegen, ging der Cursor weg und Sie haben nur noch das Ziel gesehen, wo Sie hinsteuern mussten. Und wenn Sie das erreicht haben, haben Sie Ihren Cursor auch wieder sehen können. Okay, soweit? Gut. Rede ich zu schnell? So halb. Gut, okay. Das heißt, das haben Sie zuerst mit Gesunden gemacht. Die haben es mit beiden Händen durchgeführt und auch mit zwei einzelnen. Und der Sinn davon ist, also warum Sie es einmal so gemacht haben, beide Hände auf einem Cursor ist quasi wirklich die Studiengruppe. Beide Hände auf einen getrennten Cursor ist die Kontrollgruppe, weil wenn ich kontrollieren will, wie eine Hand die andere beeinflusst, eine macht mehr Fehler, die andere reagiert darauf, dann müssen ja beide zusammenarbeiten. Und das habe ich nur, wenn beide auf einem Cursor sind. Und wenn ihr in der Studie diese Striche gesehen habt, da gibt es den Pfeil, den Vektor und diesen Bogen von der linken Hand und den Bogen von der rechten Hand. Dann seht ihr da sehr gut, bei einem Cursor, wenn das Ziel ist, sind die Abweichungen in beiden Richtungen relativ gleich groß. Weil wenn ich als Rechtshänder mit dem linken wahrscheinlich mehr Fehler mache, also links mehr abweiche, muss die rechte dementsprechend gleich viel rechts mehr abweichen, damit ich, wenn beide Hände zusammenführen, das Ziel trotzdem erreiche. Die Hände müssen sich also, die rechte weiß, die linke macht mehr Fehler und dementsprechend macht sie denselben Fehler gespiegelt. Sie macht das negativ quasi, damit ich im Endeffekt wieder in derselben Bahn lande und wo ich hingehöre. Das heißt, das ist die Gruppe, mit der Sie wirklich testen können, ob die beiden Hände eine Fehlerkorrektur machen, ob das stattfindet. Wenn ich zwei getrennte Cursor habe, dann seht ihr auch in der Grafik sehr schön, die linke Hand weicht wahrscheinlich viel mehr ab als die rechte, die einfach zielgeführter kommen kann und nicht korrigieren muss, was die linke macht, weil sie einfach entkoppelt sind. Das heißt, jeder macht für sich den Weg und da ist die Wahrscheinlichkeit bei einem Rechtshänder sehr groß, dass die rechte das Ziel genauer, geradliniger macht als die linke, die mehr Abweichung in ihrem Weg hat. Das heißt, das ist nur die Kontrollgruppe, mit der sie wirklich überprüft haben, dass der Cursor, der mit beiden Händen gehalten wird, wirklich eine Verknüpfung der Motorik darstellt. Also Kontrollgruppe. Gut, das heißt, das haben sie mit den Gesunden gemacht und dann haben sie eben 15 Personen mit einer Linkshemi genommen und 15 Personen mit einer Rechtshemi. Beide Gruppen circa gleich alt, also beide so um die 60 Jahre alt. Beide haben auch den Schlaganfall circa gleich lang her gehabt, also bei beiden so etwas über 90 Monate. Ich habe es jetzt ehrlich gesagt nicht nachgerechnet, also 9 Jahre, irgendwas plus minus. Und auch beide Gruppen gleich stark betroffen. Also so, sie haben Vogel-Meyer-Test gemacht und haben das einfach so als zwei relativ vergleichbare Gruppen genommen. Und dann haben sie sich eben angeschaut, wie das ist. Einerseits haben sie untersucht, innerhalb vom Versuch, welche Anpassungen gab es da. Also beim Gesunden müsste es ja dann so sein, dass wenn die Hand nach vorne bewegt, dann muss ja, die linke Hand wird wahrscheinlich mehr Fehler machen und die rechte muss im Gegenzug als negativ eben diesen Fehler ausgleichen, damit ich zum Ergebnis komme. Wenn ich jetzt diesen Durchgang durchführe, sollte also innerhalb des Versuchs diese Anpassung stattfinden. Und in den Versuchen hat sich dann gezeigt, dass es einen Unterschied eben gibt, ob ich jetzt in der rechten Hemisphäre oder in der linken Hemisphäre meinen Schlaganfall habe. Und zwar so, dass bei einem linksjährigen Schlaganfall, wenn also meine dominante rechte Hand wegfällt oder schwächer ist, dann macht die mehr Fehler. Das heißt, das sollte auch die Hand sein, die mehr kompensiert werden muss. Und das hat stattgefunden. Das heißt,
Wenn ich linkshändig meinen Schlaganfall habe, dann gab es eine Umkehr vom klassischen. Machst du irgendwas oder ist das nur? Okay. Ich bin denken dazu. Okay. Ich bin nur denken dazu. Also genau, wenn ich linkshändig meinen Schlaganfall habe, dann ist nicht mehr die linke Hand, die mehr Fehler macht, sondern die rechte Hand macht mehr Fehler. Und dann hat die Korrektur stattgefunden und die rechte Hand wird mehr kompensiert als die linke. Das heißt, da ist alles intakt, es ist nur umgetauscht zu vorher. Weil beim Gesunden ist ja die linke Hand die schwächere, macht mehr Fehler, muss mehr ausgeglichen werden. Und bei einem linkshändigen Schlaganfall ist das intakt, es ist einfach nur umgetauscht. Und ich glaube, es ist halt ein bisschen verlangsamt. Wenn ich jetzt aber rechtshändig den Schlaganfall habe, dann hat man festgestellt, dass es überhaupt nicht stattfindet. Das heißt, bei einem rechtshändigen Schlaganfall hat die linke Hand nicht mehr Fehlerkorrektur gemacht und auch die rechte. Also in beiden ist die Korrektur einfach verloren gegangen. Und zwar signifikant bei beiden Werten. Das heißt, dieser Wechsel hat nicht stattgefunden und die gesamte Korrektur, die ja trotzdem eigentlich auch die linke hätte ja noch korrigiert werden können, ist auch weggefallen. Das heißt, wenn ich rechtshändig den Schlaganfall habe, innerhalb des Versuches ist eigentlich diese Korrektur weggefallen. Was ein Hinweis darauf ist, dass die Hypothese mit der rechtsfrontotemporalen Lokalisation stimmen könnte. Und genauso haben sie auch angeschaut, wenn ich zwischen den Versuchen, also die Teilnehmer haben ja mehrere Durchgänge gemacht. Sie haben ja nicht nur einmal diesen Hebel bewegt, sondern in mehreren Durchgängen immer wieder. Und dann haben sie sich auch angeschaut, ob eben ein Lernen stattfindet. Das heißt, sie machen mehrere Durchgänge und ob es dann von Versuch zu Versuch besser wird. Und da war das Bild genau dasselbe. Das heißt, wenn ich linkshändig den Infarkt habe, dann habe ich auch von Versuch zu Versuch eine bessere, also mehr Korrektur, also so wie es sein sollte. Und wenn ich rechtshändig den Infarkt habe, ist das auch weggefallen. Okay? Alle noch dabei? Okay. Das heißt, sowohl diese Korrektur innerhalb einer Aktivität als auch die vorausschauende Korrektur. Also ich habe schon ein paar Mal gemacht, ich habe eine Erfahrung gemacht, kann nicht getauscht werden nach einem rechtshändigen Schlaganfall. Also da ist auch diese Art der Korrektur quasi dann geschädigt oder gestört. Und dann haben sie noch etwas Drittes untersucht. Und zwar, wenn ich eine Rechtshemi habe, also die Lokalisation links war, dann haben sie untersucht, wie die linke Hand, also die nicht betroffene, aber jetzt quasi, eigentlich ja die ungeschicktere, weil es war nicht die dominante Hand, aber jetzt die bessere Hand, weil ich rechts eine Parese habe, wie die lernt. Und da haben sie festgestellt, dass da ein sehr großer Unterschied ist, wie diese Hand über Zeit immer geschickter wird. Also bei jemandem, der den Schlaganfall in kürzerer Zeit hatte, ist die Hand noch nicht so viel schneller im Lernen, aber umso länger der Schlaganfall her ist, umso schneller kann die linke Hand lernen, Fehlerkorrekturen machen und sich noch besser anpassen. Also umso länger der Schlaganfall her ist, umso besser wird die linke Hand in Fehlerkorrektur. Und das heißt auch, dass einfach dann, bisher hat man ja angenommen, dass das irgendwie halt einfach mit Lernen und so weiter zusammenhängt, aber es könnte dann auch sein, dass es mit dieser Fehlersensibilität zusammenhängt, dass die einfach durch diese Umkehr hier dann besser arbeiten kann. Für mich ist das ganz ein wichtiger Teil, weil wenn man überlegt, wie viele Klienten, das wir alle haben gehabt, das war Rechtshänder, Rechtsschlaganfall, werden immer besser, 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 aber wirklich nur besser, 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 weil die sind linksgeschickter. Die sind nicht besser mit ihrer rechten Hand. Das heißt in Unilateralaktivitäten. Ich denke auf Klaus, ich denke auf Alessandro, ich denke auf Mary. Mary kann ganz, sie hat nie ihre linke Hand benutzt vorher. Sie malt jetzt mit der linken ordentliche Bilder. Sie kocht, sie tut alles mit der linken Hand. Aber wenn du machst bilateral mit ihr, es sieht aus wie die sind beide gleich, bis sie loslässt mit einer. Bis es wieder unilateral. Und nur wenn der linke ist weg, wie weggebunden, springt der rechte an. Sonst ist das hinuntergedrückt wie ein gelernter Gebrauch. Es ist total interessant, man hat das gesehen. Und ich meinte,
persönlich, wenn ich besser behandeln würde, klinisch gesehen, und mehr ihre linke Arme weggebunden haben oder mehr alles machen, dass sie wieder ihre rechte benutzen können. Aber erfolgreich war ich nicht. Der Erfolg war, sie hat ihr Leben wieder aufgenommen und hat gelernt, ihre linke zu benutzen und konnte alles machen. Und Sie schreiben das ja auch, also Sie haben ja auch wirklich gesehen, Sie sehen ja die Lernkurven von beiden Händen und eben in diesem Versuch sehen Sie auch, dass die linke Hand deutlich mehr und schneller lernt als die paretische rechte Hand. Also das ist ja auch wirklich interessant, dass da so ein Unterschied in der Lernkurve, in der Lernfähigkeit also auch wirklich ist. Für mich ist das total interessant, weil es ist nicht, dass wir haben nicht versucht, ihre linke wegzubinden und rechte zu kriegen. Und wir haben ausgefunden damals, dass wenn es ging um Therapie allein, würde sie es schon machen, aber nichts ist daraus gekommen. Wann wir haben es dann wieder verknüpft mit Funktion. Und es war funktioneller gemacht. Das heißt, in Aktivitäten, das sie hat vorher mit der rechten Hand gemacht und es ist ein quasi bimanuell Aktivität, wie Glätten, Eisenbügel, Bügeln, okay, Bügeln, okay. Ja, sie hat das schon gemacht, aber es war nie gut genug geworden, nie besser. In der Ende hat sie schon gebügelt, aber sie hat mit der rechten Hand, was die linke hat früher gemacht. Sie hat das ausgebessert, schöner gemacht, aber sie hat die Bügeln links gemacht. Wir haben nur das nicht gelernt, aber ich nur weiß, dass sie macht Bügeln zu Hause und zu Hause hat sie genau ausgefuchst, welcher Arm macht das effizienter, optimaler und benutzt das davor und deswegen die linke ist so dominant geworden. In ihrer Wahl von Funktion. Sie hat gewählt, und ich denke, das ist etwas, das sie haben nicht als Merkmal hier gedacht. Sie haben nur Merkmal gesagt, effizienter, optimaler. Und für uns, es geht nicht um Übungen, Joystick, es geht um Funktionen. Sie hat alle Funktionen wieder gelernt, von Kochen bis Bügeln bis Malen, aber alle links. Der andere hat eigentlich die verkehrte Rolle genommen. Und hier haben die das gesehen auf der Ebene von, wie langsam die lernen, wie viel weniger oder mehr Verbesserung, wie viel Effizienz. Nicht verbunden mit Funktion. Aber das wäre auch eine andere Ebene von dieser gleichen Wahl. Und dann natürlich die gleiche muss gemacht sein mit nicht dominant rechts, dominant links, denke ich. Darf ich was fragen? Ich weiß nicht, ob ich das nicht gesehen habe, aber ich glaube, die Schädigung, die Sie im Gehirn haben, die hat nicht zu tun mit dem Areal, mit diesem Areal. Oder dieses Areal muss nicht unbedingt beschädigt sein. Also Sie haben vielleicht in der neuromotorische Kortexrinde haben Sie eine Schädigung und dieses Areal, das ist an einem anderen Ort und trotzdem funktioniert es nicht. Es wird leider auch überhaupt nicht im Artikel wirklich beschrieben, wo. Es steht nur links oder rechts hemisphärisch und Sie haben es überhaupt nicht näher definiert und deswegen habe ich mir den Artikel rausgesucht, wo Sie das beschreiben, also wo Sie das herausgefunden haben, dass es wahrscheinlich frontoparietal lokalisiert ist und das sind ein paar Zentren, also so ganz genau haben Sie das auch noch nicht wirklich herausgefunden, also frontoparietal ist ja auch ein großer Raum. Ja. Das heißt, beides ist sehr schwammig. Einerseits können Sie noch nicht genau sagen, wo es ist und es ist also. Aber die haben auch gesagt, posterior parietal auch. War auch ein von den Teilen, das hat Perzeption und Spatial Recognition, Erkenntnis. So Distanz, Umfang, all das. Aber auch posterior, und ich habe gedacht, so nah auf der Occipital ist das auch interessant. Ja. Ja, das ist für mich war der große Fehler in diesem Artikel. Wo die Läsion war oder ob die Läsion ein Aneurysmus war oder es war Blutung oder es war hier ein Schädeltrauma und es gibt mehr Läsionen. Das war absolut nichts. Aber scheinbar spielt es auch nicht eine große Rolle, oder?
Weil Ja. bei allen haben Sie also das Ergebnis gehabt. Naja, es ist ja schon eine Streuung da. Also es ist, wenn du dir die genauen Grafiken anschaust, ups, also du kannst dir die, hoppala, wo ist denn das? Nein. Ja, Also du kannst doch. die im Appendix alle raus und da siehst du in der Streuung, dass manche wirklich fast im Normbereich sind und nur manche, also der Großteil halt abweicht. Aber das heißt, dass vielleicht die eigentlich jetzt so gleich wie die Neuro abschneiden, also wie die neurotypischen, wie die Gesunden abschneiden, vielleicht haben die ihre Lokalisation woanders, wo das dann nicht betroffen ist, obwohl sie es in der Hemisphäre haben. Also das können wir leider wirklich nicht sagen, weil sie nicht genauer angeben, wo es ist. Das ist, warum ich denke, wenn du überlegst, wie hat das zu mir eine klinische Bedeutung, ich würde nicht anfangen an sagen, okay, ja, Rex ist betroffen, ich werde nie etwas daraus haben excuse me, links ist betroffen, ich werde nie etwas darauf haben, der Rex wird, wie es ist, der Rex wird übernommen, es war dominant. Das muss nicht unbedingt der Fall sein, aber es ist, wenn man fängt an zum bilateral überlegen. Wir machen unser bilateral nicht, wie die haben es dort beschrieben. Der erste Ding ist, unser bilateral ist nicht auf ein Hebel. Es ist meistens bilateral, aber vielleicht auf zwei Seiten von einem Korb oder zwei Seiten von einer Brot oder zwei Seiten von irgendetwas. Das heißt, ja, es gibt Feedback zwischen den beiden Händen, aber du kannst viel mehr sehen, wo es abweicht. Was du hier kannst nicht sehen, wo ist die Abweichung. Das ist der eine. Und dann, du kannst dann auch merken, ob es gibt eine Verbesserung, zum Beispiel, dass der Korb geht gerade. Und es ist nicht übernommen von einer Seite oder der anderen Seite. Du hast ein paar andere Merkmale, ob ich sollte bilateral oder nicht bilateral, oder es bringt nichts, oder es nur bringt etwas funktionell. Die Person kann die Wäschkorb zu der Waschmaschine bringen. Ja, es ist nicht, es ist schräg, aber er kann mit den beiden Händen was machen. Okay, und vielleicht das ist auch auf einer Seite, sagt mir nicht, dass ich sollte nicht bilateral machen, weil der Rex wird immer übernehmen beispielsweise. Ich würde das nicht an der Art nehmen, aber für mich, was habe ich überlegt? Ich denke, okay, wann zu sehen, ob ich kriege einen Lerneffekt, wenn der Links hat keine Möglichkeit zu mithelfen. Das ist mir in den Sinn gekommen. Ich muss das austesten. Oder vielleicht habe ich das zu wenig gemacht und so wir haben der Rechte nicht die richtige Chance gehabt zum Anfangen, zum das Übernehmen. Susan, Entschuldigung, ich habe ein Problem mit der Verbindung gehabt und ich Aha. habe nichts gehört, was du gesagt hast. Es wurde auch nicht aufgezeichnet. Könntest du es wiederholen? Okay. Was das für eine klinische Bedeutung hat für dich? Ja, sollte ich von wo anfangen? Hörst du mich jetzt? Ich höre dich jetzt gut und ich sehe dich wieder gut. Es war gefroren während vielleicht 20 Sekunden, genau wo du angefangen hast zu sagen, was wichtig für mich wäre, und dann hast du ein bisschen überlegt. Okay, ich weiß nicht, in ob dem das Moment, war am Ende. Das war am Ende. Für mich ist das wichtig, dass ich probiere so oder so mit beiden Händen, wenn es geht um Funktion, funktionelle Aktivitäten, weil wir sind nicht reden über auf ein Korbel oder ein Hebel, sondern wir sind auf zwei Seiten von einem Objekt, gibt so oder so dann Feedback zwischen den zwei Armen, nicht nur auf der Ebene von der Hand. Das war auch etwas, das war nicht klar in die Forschung. Wenn Sie meinen, es hat zu tun mehr mit Distal in der Arm oder der Hand, oder was waren die Reaktionen oder woher proximal. Das war eine. Und so viel von den Aktivitäten, das wir machen, bilateral,
beide Hände gleichzeitig. Der Arm kann das Ganze durchführen. Es geht nicht unbedingt nur über die Hand. Die Hand kann fest auf einen Korb. So, ich würde das nicht machen. Okay? Ich warte, wenn es geht um Funktionen, es braucht 2 Hände, ich werde das machen. Jetzt, meine Erwartungen im Unilateral ist vielleicht, wo es war nicht aufgenommen hier, aber meine Erwartung ist vielleicht am Anfang, wenn es war rechts betroffen, rechts dominant, dass ich sollte viel mehr Constraint machen am Anfang, dass die Person fängt an zu korrigieren mit der rechten Seite und mehr Chance nur mit der rechten Seite Feedback zu kriegen. Linkshemisphere, rechte Seite. So, das war etwas, das ich habe mich überlegt, dass ich habe vielleicht am Anfang nicht gemacht. Nicht genügend Constraint, früh genügend, dass die Person fängt an, die betroffene dominante Hand wieder zu benutzen. So, es ist etwas zum mir überlegen. So, wir haben rechts dominant, links übernommen. Links würde zum dominanten Arm werden. Und ich will aufpassen, dass früher, dass die Person mehr Feedback kriegt durch die Rechte. Zum sehen, ob wir können die Rechte zu wieder einführen. Häufig habe ich sehr viel bilateral mit diesen Leuten gemacht. Es war in der gleichen Gesichtsfeld, es hat Funktionen durchgeführt, es war nicht so schwer. Yes. Und wir haben länger gewartet, um die Oberextremität Belastungssequenz machen. Wir haben sehr viele Sachen länger gewartet. Vielleicht muss man das früher machen. Das war nur mir in den Sinn gekommen. Oder ist das wahr? Und wir nehmen an, dass das wahr ist. Das Rechte wird nie besser. Okay? Das wird dann aber doch bedeuten, dass jemand, der rechts betroffen ist und schlaffe Lähmung hat, der hat keine Chance, in irgendeiner Form irgendwie eine Bewegung wieder zu erlernen, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe? Aber wir haben nicht genügend Informationen darüber. Das ist das Problem. Ja. Also rechts betroffen wäre linke Hemisphäre Läsion. Und da wäre dieses System wäre noch vorhanden. Zum Korrekturen führen. Ja. Das heißt, es hat eine bessere Prognose als eine Linksbetroffene. Ja. Nicht? Also habe ich es falsch verstanden? Nein, du hast es richtig gesagt. Ich glaube, falsch gesagt. Okay, wenn man Das Problem ist, ja, genau. Wenn man rechts betroffen ist, hat man noch diese Fähigkeit, diese Anpassungen zu machen. Und trotzdem ist es ist natürlich immer noch blöd, weil man hat die dominante Seite betroffen. Aber die Fähigkeit, diese Korrektur noch durchzuführen, wäre vorhanden. Wenn man wenn man links betroffen ist, Rechtshemisphere. Also rechte Hemisphäre, wäre dieses System nicht mehr da. Das heißt, man kann nicht mehr so diese Lernfähigkeit unterstützen mit der linken Seite. Dafür ist die dominante Hand immer noch intakt. Da gibt es weniger Möglichkeiten zur Erholung der linken Seite. Oder? Ich habe es falsch gesagt. Aber das Problem ist, es hat viel zu tun mit Dominanz. Das Problem ist die Kontrolle und Dominanz. Ja, genau. Und jetzt gehen wir davon aus, alle sind recht dominant, oder? Jetzt reden wir nur von rechts exactly. But I think die Gegenseite, das heißt, wir müssen, in meiner Meinung, ich habe das Falsche gesagt, because I always mix up saying the hemisphere and betroffen. Ich denke, dass man muss die Constraint viel früher machen. Bei Rechtsbetroffenen oder bei Linksbetroffenen? Ja, eben. Okay. Also, du willst sagen, wenn diese Center für die wenn der rechte Hemisphäre ist betroffen, der linke muss man weniger bilateral und mehr in Constraint. Genau. Okay. Darf ich was sagen?
Ja, Sicher. Hi. Ich wollte sagen, Susan, du hast es nicht falsch gesagt, sondern du bist schon einen Schritt weiter gegangen, weil du hast eine Konsequenz daraus gezogen, wie du die Kompensation der linken Seite vermeidest, wenn die rechte doch besser wiedererwerben soll. Und warst sozusagen einen Schritt weiter, weil du wusstest, bei denen ist das vorhanden, die können die Rückmeldung gut verarbeiten und werden deswegen so viel schneller mit ihrer linken Hand besser, dass du den Wiedererwerb mit der rechten Hand therapeutisch nicht so gut beeinflussen kannst. Deswegen wolltest du die mehr in Restriktion geben. Also von mir aus klang das schlüssig, was du gesagt hast und nicht verwirrt. Und, okay, well, now, jetzt bin ich so verwirrt. Spielt keine Rolle, wir hören das nachher an der Wiederholung und sehen wir, habe ich das verkehrt oder nicht. Aber das Ding ist so, dass ich denke wirklich, dass ich, wenn ich komme von mich aus, dass wir haben nicht früh genug Constraint gemacht, um eine verbesserte Chance gegeben, sondern wir haben, weil wir glauben daran, Funktion wieder einzustellen, wir haben viel mehr zu bilateral gegangen. Und das heißt in Bridging, das heißt in Push-Ups, ist nicht, dass es falsch ist in the arm, aber es war super für die Rumpf und für die Scapula und alles, was wird helfen, den Arm zu benutzen. Aber vielleicht es war nicht super für Erlangen, was sollte passieren distal. Weiß ich nicht. Ich sage, es ist nur auf der Gründe von dieser Forschung. Und für mich das Problem ist das Problem, das man hat vorher gesagt. Wo war die Läsion? Wie ist das entstanden? Was für Therapie haben die gekriegt? Ja. Was ich jetzt denke, gerade was du gesagt hast, hat mir irgendwie zum Überlegen gegeben, weil wir reden jetzt von bilateraler Arbeit und ich glaube, diese bilaterale Arbeit, die wir machen, so wie wir es machen, hat ganz viele Vorteile, wie du gesagt hast, nicht nur auf den Gebrauch der Arm, sondern auf die Proximalstabilität, Scapula, Rumpf, allgemein Armbewegung. Aber was wahr ist meine Erfahrung mit vielen Patienten, und jetzt bin ich am Überlegen, sind wahrscheinlich links betroffen, dass wenn man bimanuelle Aktivitäten macht, also eine Aktivität, zum Beispiel eine Flasche öffnen oder ein Glas einschenken, es ist oft so, dass viel besser klappt, wenn nur die linke Hand im Spiel ist und sobald die rechte Hand im Spiel kommt, dann lassen sie irgendwie die Aktivität der linken Seite total loslassen. Und vielleicht, das hat dann die bilaterale Aktivitäten, so wie wir sie machen, sind mehr so biomechanisch Übungen, so wie Kraftübungen oder wenn man eine schwere Wäschekorb mit 2 Händen trägt, hat eine weniger Feinaktivitätsbedeutung, als wenn man etwas Bimanuelles macht. Das ist vielleicht auch eine Überlegung. Und weißt du, das Interessante bei das ist, wenn ich frage Alessandro aus, welche von den Aktivitäten er noch macht in seinem Leben, okay? Er war ein Computerperson, er macht die Maus nicht rechts und er macht alles mit einer Hand. Aber die Dinge, das er macht, und er kocht, er tut alles, die Dinge, das er macht mit 2 Händen sind bimanuell. Das kann nicht gemacht sein, ohne dass es bimanuell ist. Eine Flasche Wein öffnen. Er braucht die linke Hand als linke Hand. Er ist links betroffen. Und er zieht und das macht er immer noch. Bringen das Bier von dem Keller hinauf, macht er bilateral. Nehmen einen Topf von der Oven, er hat einen Topf oder irgendetwas von oben. Er macht das, er hat das hat einen Haken auf einer Seite und dann einen Griff. Und er braucht das für Spaghetti, für all die Sachen. So, die Dinge, er braucht nur seine linke Hand in der Art. In diese bimanuelle, obwohl er hätte mehr machen können. Aber das ist geblieben nach all dieser Zeit. Er kann es benutzen, er benutzt es, wann er es muss und es wann ihm alles leichter macht. Und das ist für mich, ja, ich sage nicht, ich war sehr enttäuscht, dass er wollte nicht weiter benutzen seinen Arm. Einschenken und jemand das geben, er einschenkt links, aber alles anderes macht er rechts.
sicher haben viele von euch das Erfahrung gehabt, dass im Endeffekt nach alles fertig ist und auch die Person kann den Arm benutzen, benutzt das linke nur für bestimmte Sachen. Aber wenn du sagst, der ist links betroffen, dein Patient jetzt gerade. Rechts Hemisphäre, links betroffen. Links, also links Hemi. Yes, aber dann ist doch aber auch fraglich, generell im Alltag, also ich bin auch ein Rechtshänder, wie weit gehe ich mit meinem Patienten, was bringe ich ihm denn mit links bei, wiederum? Also ich meine, ich schenke mit rechts ein, ja, also wenn ich jetzt quasi therapiert werden würde, was ich nicht hoffe, dass ich es brauche, aber dann würde ich natürlich schon auch sagen, okay, ich schenke mit rechts auch weiterhin ein, weil das habe ich ja immer gemacht. Und also das ist die Dinge gleiche, ich sage gleiche, ich versuche die nicht zu lernen, zu Rechtshänder sein mit der linken Hand. Ja, genau, oder ich lerne ja dann auch nicht mit links schreiben, nur weil ich links betroffen bin zum Beispiel. Also das sehe ich jetzt nicht als sinnvoll an. Genau, genau. Oder? Die linke Hand hat eine Rolle gehabt vorher. Genau, und das soll man auch wieder... Yeah, because the right is going to take over. But then if I want the person to use their left, I have to make sure I choose things that would be sinful. But that's the difference between the therapeutische Eingriffe am Anfang, wenn du würdest vielleicht die mehr ins Constraint, dass entwickelt Kontrolle mehr und es gibt mehr Sachen, die Person wird mit die linke Hand machen. Ist das sinnvoll oder nicht sinnvoll? Es ist nur zu der Person sinnvoll. Wenn die sind rechtsbetroffenen, rechtsdominant, ja, dann alles verändert sich. Ich kann nicht schreiben. Sollte ich lernen schreiben links oder sollte ich kämpfen zu lernen zum Schreiben rechts? Die sind philosophische Probleme, gell? Ich habe eine Frage. Ich nutze die Pause. Hier geht es ja vor allem um die Fehlererkennung und das Ganze in diesem Experiment ist ja über eine visuelle Fehlererkennung. Das war mir das andere Problem mit die ganze. Wenn die haben das Wand dort getan, wie Sandra hat erklärt, dass sie konnten es nicht sehen. Das heißt, ihre Hand nicht sehen, gell? Nur der Punkt, wo die hin muss, haben sie gesehen. Das ist mir auch kein Problem. Wenn der Klient hat Probleme mit den Augen und das war keiner von dieser, da war keine Pieps über visuelle Kontrolle. Was ich wissen wollte, ob ihr Ideen hattet, ob es zum Beispiel andere Mechanismen gibt, um eine Fehlerkontrolle zu haben. Kann die propriozeptiv sein? Kann man die kognitiv durchgehen? Oder muss es immer das Visuelle sein? Gibt es da Möglichkeiten? Und hattet ihr Überlegung gehabt, dass diese Fehlererkennung eine Art Neglect sein kann auch? Also gibt es so eine, vielleicht eventuell eine Verbindung zum Neglect? Sandra, willst du was dazu sagen zuerst? Ich denke gerade darüber nach. Also wenn ich einen Neglect habe, dann habe ich in der rechten Hemisphäre meistens meinen Schlaganfall. Und das ist ja eigentlich ein Aufmerksamkeitsproblem. Und ich denke nicht, dass das nicht wirklich... wahrnehmen. Bitte was? Also nicht primär nicht Aufmerksamkeit, sondern nicht wahrnehmen, oder? Nein, es ist ein Aufmerksamkeitsproblem. Neglect ist ein Man hat das ja. Weil du nimmst es wahr, weil wenn du denen ja ein Bild zeigst, sie sehen beide Seiten, aber sie können es nicht verarbeiten, was sie sehen. Also es ist ja eigentlich dieser Verarbeitungsprozess. Das heißt, ich denke nicht, ich muss darüber ein bisschen nachdenken. Also Susan, wenn du dabei schon was sagen willst, kann ich dabei meine Gedanken so, meine Probleme, ich habe mich sofort, wenn ich habe den Artikel gelesen, gedacht, was ist mit ihren Augen? On the other hand, ich weiß, dass die haben das nicht als ein visuelles Problem, die haben es als ein Feedback zwischen den Händen genommen. Miteinander inzwischen und mehr auf anderer Ebene, nicht visuell. Visuell haben die, ja, jeder sieht die Merkung, wo du musst hin. Und die haben das fast als eine Ablenkung. You look there, you're not watching your hands. So it wasn't like they were correcting the
failure with their eyes. They were doing it and correcting the failure with zwischenerme Feedback, man ist es sensorisches, perceptuell, Bewegungen gelinken und so weiter. Die haben andere Feedback-Mechanismus, dass ich denke, dass die haben in diesem Forschungsprojekt dass sie werden Rückmeldung auf das nehmen. Okay? Und nicht, dass es bei den Augen. Und deswegen haben die auch nicht geschaut, schon ihre Hände nicht schauen. It wouldn't matter what they saw up there anyway, if they saw it here or there or there. Was sie waren schauen, war die Deviation. Das ist meine Meinung. Wir wissen nicht über aufmerksam oder nicht aufmerksam, weil die haben nicht genommen. Aber du kannst annehmen, dass diese Leute waren alle aufmerksam, die konnten alle laufen, die konnten alle alles machen. Außerdem benutzen ihre Arme. Und ich würde das war die Idee. Ja. Was wolltest du sagen? Ich würde auch den Neglect ausschließen, allein von dem her, wenn ich mir die Bilder anschaue, wie sie mit einem Cursor und mit zwei Cursor gearbeitet haben, weil dann beim Zwei-Cursor spätestens würdest du beim Neglect deutlich die Ausschließung von dem Linken sehen. Weil dann würden sie den Linken ja gar nicht sehen, wahrnehmen und dann würde wahrscheinlich die Rechte wirklich viel machen und die Linke würde nicht zum Linken hinkommen. Sie würden das Ziel wahrscheinlich gar nicht erreichen, würdest eine viel größere Abweichung sehen und da siehst du eigentlich aber ein relativ homogenes Bild im Zwei-Cursor-Bild. Du siehst einfach nur, dass es da durch die Parese mehr Abweichung gibt, während die Rechte zielstrebiger ist. Und ich denke, dass du so eigentlich durch das, wie der Verlauf und die Kurve ist, ausschließen kannst, dass die da einen Neglect haben. Weil eben rein visuell dieses Thema dann anders wäre. Also von dem ein her. anderer Punkt, der interessant ist, ist, dass wir oft in der Klinik sehen, dass die Patienten, die links betroffen sind, das heißt, dieses Zentrum betroffen sein sollte, dass sie auch sehr ungeschickt sind mit der rechten Hand, oder dass sie die Geschicklichkeit auch verlieren, auch irgendwie in der Grobmotorik sind irgendwie nicht so fein. Das sehen wir auch passt oft, total mit dem zusammen, dass die Fehlerkorrektur auf beiden kaputt ist. Ja, genau, es fällt einfach diese Fehlerkorrektur auch in der nicht betroffene Seite und dominante Seite sind weniger geschickt als vor dem Schlaganfall. Das sehe ich auch oft bei meinen Patienten. Und ich muss jetzt überlegen, wahrscheinlich sind alle links betroffen und rechts dominante. Was sie auch nicht merken, also es gibt einen Patienten von Katharina, zum Beispiel Patrick, er kann auf deinen irgendwie grob auf deinem Fuß stehen und er merkt es nicht einmal. Irgendwie, er hat so mit der nicht betroffenen Seite, also nicht mit der betroffenen Seite, sondern mit der rechten Seite und es ist irgendwie das Gefühl der Bewegung geht irgendwie verloren. Oder das ist, was ich immer gedacht habe. Aber jetzt gibt es vielleicht eine physiologische Erklärung dafür, dass sie diese Korrekturmechanismus einfach nicht mehr vorhanden haben, auch nicht für die nicht betroffene Seite. Ja. So, für mich ist das, dass ich behalte das jetzt in Sinn. Und jetzt kriege ich sehe wenig Klienten nur im Kurse jetzt. Aber für euch auch, jedes Mal, wenn man sieht einen Klient, man macht die Wahl. Wie schnell will ich constrained? Wie schnell will ich nicht constrained? Will ich meine am Anfang meistens bilateral oder will ich mehr unilateral und versuchen, die Geschicklichkeit in der sogenannten betroffenen Seite zurückzukriegen? Jetzt habe ich diese Kenntnis, wie viel schwieriger es ist, wenn ich bin rechtsdominant, okay? Dass ich kriege diese linke Seite wieder im Spiel. Und ich denke, wir waren nicht so falsch, wenn wir haben sehr viel und relativ schnell angefangen zum Einbeziehen Funktionen. Und dort sieht man, wenn der Klient arbeitet auf Funktionen und funktionelle Ziele, was wäre wichtig? Okay, wie viel ist das ihm wichtig, dass der dominante Arm wieder dominant wird? Oder ist es dieser Person absolut nicht wichtig? Und er will wieder in sein Leben. Das ist etwas, das ich habe immer ins Kopf so oder so.
Oder wie viel Zeit hat er? Wird er für immer in Therapie kommen und Zeit haben und das wieder ergänzen oder kriegen? Oder will er wieder arbeiten gehen in den nächsten Monat? Dann muss ich mich andere Entscheidungen manchmal stellen. Entscheidungen, die ich vielleicht vorher nicht gemacht habe. Und die Frage ist, vielleicht sollten wir mit dem Klient reden, ob er will die rechte Hand wieder kriegen, wie viel hat er Interesse, das zu benutzen, oder, okay? Mein größtes Problem mit dem ganzen Forschungsprojekt war, dass es hat nur diese Rechtsdominanzseite gehabt, als Schlaganfallseite, als Problem. Dass wir haben nicht gesehen, was passiert mit links. You know what I mean? Gut. Hast du was? Ja, ich wollte noch was sagen. Eben, nämlich wie du vorher die zwei Seiten vertauscht hast, habe ich auch zuerst, bin ich dir gefolgt, weil ich es genauso interpretiert habe wie die Christiane. Und eigentlich fand ich die Überlegung eben wirklich total spannend. Also wenn ich davon ausgehe, dass wenn ich eine Rechtshemi habe, also links der Schlaganfall war und diese Umkehr also noch intakt ist, dann ist ja der Schluss, dass die linke Hand deswegen geschickter wird, weil eben das noch funktioniert, dass es dann besser funktioniert, dass die linke immer geschickter wird. Und das hemmt ja dann vielleicht wiederum, dass die rechte paretische Hand besser wird. Und deswegen, weil sie schlagen ja dann vor, dass du eigentlich in diesem Fall bimanuelles Training machst mit Fokus auf die Geschwindigkeit für die paretische rechte und Genauigkeit für die nicht paretische linke. Aber eben, wie du das vorher gesagt hast, mit dem Wegbinden, habe ich das genauso überlegt wie die Christiane, dass es ja dann eigentlich genauso umgekehrt auch so rum dann gescheiter wäre, dann auch hier zuerst Constraint zu machen, damit die Linke eben nicht, was sie ja viel besser könnte, das kompensieren kann und die Rechte einen Ansporn hat, besser zu werden. Und die Rechte tun kann, Ja. dominant wäre. Ja, und wir geben die Chance zu tun und vermeiden, dass die Linke so schnell übernimmt. Also ich habe da vielleicht sogar ein bisschen ein Beispiel im Moment gerade praktisch. Ich habe einen Patienten, der ist eben rechts betroffen und eben schlaff, wie ich das vorhin schon gesagt hatte. Und bei dem habe ich echt das Gefühl, wenn ich bilateral arbeite, da macht der rechte Arm echt gar nichts. Deshalb habe ich jetzt wirklich angefangen mit ihm sehr viel, also ich habe ihn jetzt zwar weniger in Constraint, weil er nicht so sicher ist, werde ich jetzt aber wieder machen. Aber da habe ich das Gefühl, kriege ich so ein bisschen rausgekitzelt einfach. Und bei bimanuell keine Chance, wirklich. Viel ausprobiert. Ja, Aber das heißt, das ist das Ding. Aufgrund einer anderen Ursache wäre vielleicht wirklich bei beiden dann gescheiter, unilateral zu starten. Beim einen, damit die andere Hand nicht es lernt, was sie gut lernen könnte, und beim anderen, weil die andere Hand überkompensieren würde. Also ein anderer Grund, aber bei beiden ist vielleicht das der bessere Weg wirklich zuerst. So, ich bin sicher, dass wenn ich wäre jetzt arbeiten, ich werde viel eher früher wegbinden. Egal, Früher als ich dachte. Das Ding ist so, wenn du überlegst das in täglichen Leben. Sagen wir, du machst Mobi. Dann nachher du willst Bridging oder Liegestütz machen. Beides sind bilateral. Der Moment nachher, vielleicht in der Bridging schon, du fängst an zum Loslassen. Oder in der Push-Ups, du fängst an zu loslassen. Früher als ich hätte das gemacht, sagen wir es mal so. Und dann sofort nachher das Anbinden für die restlichen Tage sozusagen. Oder die restlichen Aktivitäten in der Tag. Muss man das wirklich überlegen? Du redest jetzt vom Rechtsbetroffenen. Ja. Linkshemi, rechts betroffen. I'm going to have to always do this from now on. Ich glaube, es ist auch egal, welche Läsion oder sowas, aber wenn man das Gefühl hat, dass die Aktivierung einer Seite zu einer Hemmung der anderen Seite kommt, dann schneller in Constraint. Aha. Und das ist andersrum genauso, weil wenn die rechte Seite immer alles gleich übernimmt und deswegen die linke nichts macht, dann muss ich auch Constraint machen. Und wenn ich das andersrum habe und die rechte nicht in Activity kommt, dann eben auch. Und ich habe gerade noch gedacht, vielleicht ist es ja auch eine Möglichkeit, wenn man Richtung Liegestütz geht, das ähnlich asymmetrisch zu kreieren, wie wir das zum Beispiel bei
wenn wir Lift-Off oder irgend sowas gemacht haben, mit unteren Extremitäten gemacht haben, dass man vielleicht auch die Arme in so eine Asymmetrie bringt, dass es eine Bevorzugung der mehr betroffenen Seite gibt und die Seite, die mehr kompensieren kann oder will, eben gehemmter ist. Dass man, wenn Would be man very interesting, weil wir haben am Anfang gesagt, nein, 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 alle muss wieder gleich sein, gell? Und das war für die Verbindung zwischen den zwei Scapula und für den Rumpf ventral-dorsal. Aber für die Ärmel, wie wir haben es jetzt diskutiert, genau wird das passen. Und es ist, man muss ausfuchsen, wie man kann das machen und wie viel Veränderung muss es sein, wie viel mehr muss ich helfen oder tue ich das erst, wenn die Person ist in der End-Alignment. Sagen wir, die sind schon in the Push-Up und dann kreiere ich eine ungleiche Höhe und dann von dort aus arbeiten. Nein, ehrlich, ich war überlegen das, weil mit zwei Klienten, das ich kann mir überlegen jetzt, die können beispielsweise mit beider Hand die Leiter kippen, wenn die Leiter ist gegen Schwerkraft, so gezogen ein bisschen in Richtung Schwerkraft, die können loslassen mit den Nicht-Betroffenen, die Rechte aktivieren und dort arbeiten. Sobald es die zweite Hand ist, wieder auf die Leiter zum das wieder zurückbringen, der Arm hat nicht aktiviert. Und ich habe eigentlich drei verschiedene Klienten, dass ich überlege, dass war der einzige Weg, den rechts betroffenen Arm zu kriegen oder der links betroffene. Es spielt keine Rolle. Es ging wenn beide waren zusammen, der eine hat nicht aktiviert. Ein war wie Mary, so links betroffen, rechts Hemi, und der andere war verkehrt. Aber ich weiß nicht, ob er war links dominant. I don't know that and I don't know if it makes a difference. We don't know if it makes a difference. Because one interessante Frage, dass ich habe immer gehabt, und Jan hat das immer, und wir haben das immer diskutiert, was bringt uns? Warum wählen wir rechts oder links? Wenn wir sind Kinder, wir warten zum Sehen, welche Hand das Kind greift, den Bleistift, und wir sagen, aha, er ist links, oder aha, er ist rechts. Oder in der Schule früher in den 50er Jahren, die haben dich alle Rechtshänder gemacht, auch wenn du warst Linkshänder. Aber wir wissen nicht, ob es gibt eine Verkehrung dort, und das wird alles verkehrt, wenn die Person war links dominant. We don't know that. Und von dieser Forschung wissen wir das auch nicht. So haben alle rechtsdominant Kinder? Ja? Also ich habe mir schon mal überlegt, ob das so eine Art Kopieren auch ist bei den Kindern, weil die bei den Eltern sehen, das ist nicht, habe ich mir nämlich auch schon mal überlegt. Und man gibt halt automatisch, wenn man was weitergibt, in die rechte Hand irgendwie. Das ist so, also man geht so auf die rechte Seite. Ja, vielleicht wäre es interessant, zum auf den Tisch bringen. Ja. Irgendwo in der Mitte und sehen. Ja, es ist genetisch. Oder auch Linkshänder muss jemand, also einer der Eltern muss Linkshänder sein. Es ist genetisch. Ja. Du kannst nicht Linkshänder sein, wenn deine Eltern nicht Linkshänder sind. Das muss ich habe einen Linkshänder. Und wir waren im Spital und in einem Labor in verschiedenen Orten in den letzten Tagen. Und jede medizinische Person, wir haben getroffen, die waren alle Linkshänder. Ich saß dort und sagte, oh, look, she's writing with her left. Oh, look, she's done this with her left. Oh, you know, I was totally surprised. Ich bin interessiert, ob es auch nicht nur ist genetisch ist oder it predisposes you to some kind of way that you behave in the Gesellschaft. Du bist mehr diese Art Person oder diese Art Person. Ich habe keine Ahnung. Es nur kam mir in Sinn, dass in der letzten Zeit habe ich viel nur Linkshänder getroffen. Ich weiß es nicht. Also bei unseren Kindern war es so, dass die am Anfang oft rechts-links gewechselt haben. Bei den Jungen war es dann schneller so, dass sie nur die rechte Hand benutzt haben. Und Maria hat, bis sie 5 oder 6 Jahre alt war, mit links die Schere benutzt. Da habe ich dann Linkshänderscheren gekauft, weil sie nur mit links alles ausgeschnitten und gemacht hat. Und gemalt hat sie aber nur mit rechts.
Also es war aktivitätsabhängig, manche Dinge nur mit links, manche nur mit rechts. Und irgendwann hat sie dann aber von alleine angefangen, nur noch die rechte Seite zu benutzen. Wirklich? Aber es war ganz lange so, dass ich nicht wusste, ist sie eigentlich Links- oder ist sie Rechtshänder? Und sie hat es dann immer beides gehabt, dass sie beide Seiten... Ich bin immer noch beides. Ich schreibe rechts und tue alles ich schreibe links und tue alles, was ist Feenarbeit links. Groß, Sport, alles anderes rechts. Und so ich wechsle die ständig ab. Also Ich laut habe Studien- gemeint, das war die Welt war Rechtshänder und die haben die gelernt, mit der rechten Tennisracket nehmen oder irgendetwas, ich weiß nicht. laut Aber es ist Studien gibt es geblieben, keine- interessant. Ha? Es gibt eigentlich angeblich keine Beidhändigkeit und du kannst es im Endeffekt immer austesten mit so einem Tapping-Test. Und der Finger, der schneller ist der, mit dem du dominant bist. Also eben bei Kindern, die lange uneinig waren und so weiter, kannst du es dann später auch da testen, weil gerade wenn jemand sehr lang braucht, um es festzulegen, kann es eben sein, dass einfach dadurch, wo wir eben es hinlegen, den Stift hinlegen, das Besteck hinlegen, eben die Tendenz einfach ist, dann muss er halt mit rechts greifen, dann macht das gleich mit rechts, gerade wenn jemand eher geschickt ist mit beiden. Und dann ist Okay, es wenn wir sehen uns nächstes Mal, gibst du mir den Test, okay? Da brauchst du ein Gerät, das das misst, wie schnell du das machst. Ich habe das nicht. Ich habe das nur mal gelernt in einem Ähnlichkeitskurs. Nein, ich bin interessiert. Ich finde das weil ich total war in- spannend, aber ich weiß, ich bin links so und rechts ist der. Also ich bin ich bin einfach interessiert. Und ein von den Gründen war genau das. In diesen Artikeln hat mir irritiert, dass die waren alle nur rechtsdominant. Und, es hat nichts zu tun mit, ob du bist links oder rechtsdominant. Oder ist das wirklich wahr? Ja, Also auf die ich habe Lokalisation. gerade gelesen im Internet, die Wahrscheinlichkeit, dass wenn beide Eltern Rechtshänder sind, dass sie ein Linkshänderkind haben, ist 0,02%. Und Dann ist der wenn, Vater nicht der Vater. ja? Dann ist der Vater vielleicht doch nicht der Vater. Ja. Ups. Und wenn einer der Elternteil Linkshänder ist, dann haben sie 0,17%, dass ein Kind Linkshänder ist. Und wenn beide Linkshänder sind, die Wahrscheinlichkeit ist 0,46%. Also die Das heißt, die Tendenz in der Menge Regel von ist Leuten, nicht Linkshänder zu sein. Aber gleichzeitig gibt es doch diese Zahlen, dass in Europa eben hat, glaube ich, jeder Dritte ist Linkshänder. In China sind es fast nur Rechtshänder. In Amerika hast du mittlerweile fast 50-50. Das ist, was ich gelesen habe. es ist totally interesting, weil für uns ist es nicht interessant, links oder rechtshand, sondern ob es wirklich eine Bedeutung hat, für was unsere Erwartung ist, weil unsere Erwartung ist, beide Seiten ist gleich und wir sollen das Gleiche machen und Wiedererlangung von Funktion, aber wir wissen, das ist ein Unterschied mit Dominanz in die Ergebnisse. Aber es bedeutet etwas, ich muss es in den Kopf haben in Bezug auf meine Erwartung. Ich habe Sachen, dass ich möchte, dass der Klient macht, wissen, es wird gut, ich glaube daran, dass es gut ist und sogenannt, ich weiß, dass es gut ist, aber sagen wir, ist es nicht erfolgreich. Ist das eine von der Bedeutung und eine von der Begründung für, ich sollte verändern meine Eingriffe? Maybe. Oder meine Erwartungen? Ich habe noch eine Frage. Wenn man auf dieses Areal rechtslateral geht, was diese Fehlererkennung und Kompensation, also wenn das quasi eine Schädigung hat und wir können das nicht oder wir können nicht gut diese Fehlererkennung machen, wieso ist das dann nur oder ist es nur für die obere Extremität oder gibt es das auch in der unteren Extremität? Oder habt ihr das Gefühl mal gehabt, dass es so etwas auch in der unteren Extremität geben könnte? Warum soll es hier aufhören? Ich kann mir vorstellen, dass es für die Bewegung allgemein ist. Ich auch. Weil es gibt Leute, Aber es hat wahrscheinlich mehr mit willkürlicher Bewegung, mit etwas mit Dexterity, also etwas, das man wirklich machen will, also nicht mit Gehen, skillful. mit einer automatisierten Bewegung, sondern etwas mehr gezielt, dass du etwas korrigieren musst. Ja. Etwas, wo deutlich wird, ob du Linksfüßer oder Rechtsfüßer bist. Ich glaube, erst dann wirst du es wirklich merken, den Unterschied, oder? Also Fußballspieler oder Fahrradfahrer, mit welchem Bein er aufsteigt. Ich habe jetzt zum Beispiel einen, der sehr gut ist.
ein Linkshänder, deswegen wissen wir jetzt eben nicht, wie das bei ihm ist. Und er ist links betroffen und ist halt immer mit dem rechten Bein, ist er immer das Aufschwingen und losfahren quasi. Und für ihn war da also das Tempo, dass er links die Stabilität aufbauen will, weil er nicht bereit war, es umzulernen aufs rechte Bein. Und deswegen war das halt sein Thema. Aber jetzt wissen wir nicht, ob eben, wenn er Linkshänder ist, was ja dann auch Linksfüßer ist, ob das mit dem, wenn es links der Schlaganfall ist, ob dieses Areal dann auch links ist oder ob das rechts ist und ob das dann quasi jetzt bei ihm betroffen ist oder nicht, das wäre ihm zu interessant, ob es bei der Dominanz verändert auch irgendwelche Auswirkungen hat. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass eben, wenn du eine spezifische Beinaktivität hast, wo es einen Unterschied machen würde, ob rechtes oder linkes Bein, dass du da dann vielleicht bei Links- oder Rechtsfüßern einen Unterschied siehst. Well, there's one thing I know, sort of, and that is, when du bist Linkshänder, there's an Unterschied in welche Seite steuert oder gibt die quote-unquote Aphasie. Weißt du, es hat irgendetwas auch mit Sprache zu tun, wenn du bist Linkshänder. Das heißt, zum Beispiel, you're right, when you have a Linksläsion, Rechtshemiparese und Aphasie. But if you're a left-handed person, es sollte auf der Gegenseite sein, zum Beispiel. Du hast das auch, Christiana, gesehen auch. I can't hear you. Ja, ich musste erst das Mikro anstellen, sorry. Okay. Ich sehe, dass bei unseren Patienten häufig, dass die Linkshänder dann eben auch aphasisch sind. Und bei denen ist ja logischerweise, wenn die linke Hand betroffen ist, die rechte Hemisphäre betroffen. Und die haben auch eine Aphasie, obwohl das bei einem Rechtshänder genau umgedreht ist. Also ein normaler Aphasiker hat ja einen linkshemisphärischen Infarkt und dann ist das Broca-Area oder betroffen und genau, und bei den Linkshändern gibt es einige, aber nicht alle, die dann, wenn die rechte Hemisphäre, also die linke Hand betroffen ist, dass die dann auch eine Aphasie aufweisen. Aber es kommt natürlich sowieso immer auf die Größe des Infarkts an und die Lokalisation, ob die eine Aphasie haben. Auch ein Rechtshänder mit einer Parese hat ja nicht automatisch eine Aphasie, sondern nur ab und zu. Und viele aber am Anfang, wenn sie ein Hirnödem haben, bei uns auf der Intensivstation, haben die noch aphasische Komponenten, die sich dann aber ziemlich schnell zurückbilden, wenn das Hirnödem weggeht und der Infarkt nicht so groß war. Also dass die nur durch den Druck am Anfang diese aphasische Symptomatik zeigen. Und die Linkshänder haben ja auch viel seltener Aphasie, weil sie links- und rechtshändig ein Sprachzentrum haben. Genau, genau. So, it was fun seeing everybody. So, war dieser Artikel auf der Ebene, dass jeder konnte es lesen und vielleicht hat er eine Bedeutung, dass wir können diskutieren. Wir suchen weiterhin Artikel von dieser Art. Ich habe gerade jetzt eine neue gekriegt. Heute sehen wir, ob es eine Bedeutung hat für alle von uns. Also ich fand's gut, ja. Danke euch. Ciao.